Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Tutorial-Reihe. In dieser Folge werden wir uns ein neues RPG Maker Projekt erstellen. Anschließend werden wir uns die Map richtig konfigurieren und die einzelnen Parameter richtig einstellen. Danach öffnen wir GIMP und werden uns ein Blatt erstellen, was exakt auf die Karte unseres RPG Makers raufpasst. Wenn wir das gemacht haben, fangen wir endlich mit den Mappen an. In dieser Folge soll es darum gehen, dass wir mit dem Haus beginnen. Hauptsächlich starten wir heute mit der Hauswand. Wir machen die Wände, die Fassade, Fenster und Türen. Ich bin der Hamsterasche und das ist das Parallax Mapping Tutorial. Heute beginnen wir damit, uns zwei neue Ordner zu erstellen. Den einen nennen wir RPG Maker Projekte, dort werden wir sofort unser Projekt reinspeichern. Zum Anfang haben wir bloß ein Projekt, allerdings es kann mehr werden und da wird es schnell unübersichtlich. Das gleiche machen wir mit dem nächsten Ordner, den nennen wir Ressourcen. Da haben wir auch zum Anfang relativ wenige, aber das wird schnell mehr und wenn es erst unübersichtlich wird und man suchen muss und irgendwelche Texturen nicht findet, ist das schade. Ich habe hier schon mal 3 Standardressourcen vom RPG Maker MV hier rausgezogen. Das sind ganz normale Hauswände und Dächer und damit wollen wir heute arbeiten. Sämtliche grafischen Elemente, die wir uns zusammengesucht haben, können wir uns ganz einfach in diesen Ordner reinkopieren und jedes Mal, wenn wir wieder an unserem Projekt arbeiten, haben wir alles auf einen Blick, schön zusammengesammelt. So brauchen wir nicht lange suchen. Jetzt starten wir mal ein neues Projekt. RPG Maker öffnen, neues Projekt, der Name wäre hier Tutorial und den Spieletitel würde ich sagen, nehmen wir mal erste Map. Jetzt gehen wir noch auf den Speicherpfad ein, da haben wir auch einen neuen Ordner auf dem Desktop angelegt, RPG Maker Projekte, Ordner auswählen, okay und damit wird unser Spiel jetzt in diesen Ordner rein generiert. Unser Projekt wurde jetzt generiert, jetzt werden wir die Parameter für unsere Map einstellen. Dafür einfach unten auf Map bearbeiten. Den Namen würde ich sagen Wald, weil wir einen kleinen Wald hier bauen. In Breite würde ich sagen 40 Kästchen und Höhe 30 Kästchen. Das ist eine relativ kleine Map, aber ich kann euch alles auf diese Map einzeichnen, was ich auch in der großen Karte habe. Einfach auf OK. Und damit es ein bisschen schöner aussieht, können wir hier erstmal die grüne Fläche über die ganze Map verteilen. Anschließend können wir unser Projekt speichern und RPG Maker erstmal minimieren. Gut, jetzt schauen wir uns unser Grafikprogramm an. Wir öffnen GIMP und hier erstellen wir uns ein neues Bild. Datei, neues Bild. Und hier müssen wir jetzt unsere Größen richtig einstellen. Dafür brauchen wir erstmal den Taschenrechner. Wir haben ja jetzt nur die Kästchen eingestellt und jedes Kästchen hat 48 Pixel. Das heißt, wir rechnen 48 mal 40 breit. Ist gleich 1920. Das wäre praktisch unsere Breite. Für unsere Höhe rechnen wir 48 mal 30, weil wir haben eine 30 Kästchen Höhe eingestellt. Das wäre 1440. Das tragen wir ein und damit haben wir jetzt ein Blatt erstellt, was exakt auf unseren RPG Maker passt. Damit können wir uns jetzt beschäftigen und das können wir jetzt bearbeiten. Ich beginne immer gerne damit, mir erstmal den Hintergrund richtig einzustellen. Dafür erstelle ich eine neue Ebene, die nenne ich Grund und den Hintergrund, den lösche ich raus. Ich zeichne nicht gerne auf eine weiße Oberfläche, ich nehme dafür lieber die grüne Standardoberfläche vom RPG Maker. Öffne den RPG Maker, mit Drucken, Bildschirmdrucken, Print, speichere ich mir den Desktop ab, öffne Paint, mit Einfügen bekomme ich das Bild aus dem Speicher wieder eingefügt, wähle mir hier eine Fläche aus, mit STRG C kopiere ich mir diese Fläche, schließen, nicht speichern und mit STRG V kann ich diese Fläche ganz einfach hier einfügen. Einfach weiterziehen und immer wieder STRG V drücken, so fügt ihr diese Fläche immer wieder ein. So, jetzt haben wir erstmal eine schöne grüne Fläche und ich finde, es ist viel angenehmer darauf zu mappen als auf einem weißen Blatt.
Damit wir uns die Größenverhältnisse ein bisschen besser anzeigen lassen können, werden wir hier das Raster einschalten. Und danach gehen wir auf Raster konfigurieren. Hier stellen wir das 48 x 48 Pixel vom RPG Maker ein. Jetzt hat man ungefähr ein schönes Größenverhältnis. Und hier können wir jetzt schon ein bisschen einzeichnen, wie soll sich unsere Karte aufbauen. Ich zeichne jetzt hier ein Haus. Naja, also es soll ein Haus darstellen. Es soll jetzt auch noch nicht super schön sein, nur dass ich ungefähr weiß, an welche Stelle soll was später kommen. Weil wenn es mir hier nicht gefällt, kann ich das immer schnell nochmal hin und her regulieren, dass mir der Kartenaufbau viel besser gefällt. Das soll hier einen Fluss darstellen, der so hinter dem Haus lang führt. Und ich würde sagen, jetzt noch 2 Unterstände. Einen vor dem Fluss und einen hinter dem Fluss. Noch ein kleiner Übergang, hier bauen wir eine Brücke hin. Und der Rest wird Wald. Kleines Gebirge vielleicht noch rein. Hier kann ich alles reinbauen, was ich euch zeigen möchte. Nun können wir damit beginnen, unsere Karte zu gestalten. Dazu erstelle ich unseren ersten richtigen Layer. Die erste Ebene nenne ich Hauswand. Okay. Und was wir jetzt machen müssen, ist unsere Ressourcen in dieses Programm zu implementieren. Dazu gehen wir auf Ressourcen, auf unseren Ordner. In meinem Fall ist es einfach Doppelklick drauf, ansonsten mit Rechtsklick, öffne mit und das wäre GIMP in dem Fall. Und GIMP erstellt uns jetzt oben links neue Reiter. Wie deine Häuser aussehen und was für Texturen du verwendest, hängt natürlich stark davon ab, wo spielt dein Spiel. In der Vergangenheit, in der Zukunft, vielleicht auf einem anderen Planeten oder unter Wasser. Der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Für dieses Tutorial habe ich mich dazu entschieden, eine Steinfassade zu bauen. Das Prinzip bleibt aber bei allen Häusern und bei allen Fassaden gleich. Wir kopieren uns erstmal unsere gewünschte Textur in unser Spiel und passen die erstmal ungefähr unserer Zeichnung an. Zunächst einmal müssen wir jetzt unsere Wand ein bisschen verlängern. Um das zu machen, rahmen wir ganz einfach ein Stück der Wand ein, kopieren uns das mit STRG C und mit STRG V fügen wir es wieder ein. Jetzt werden wir die Sperre lösen, damit wir radieren können, schalten den Radierer ein und werden die Kante ganz einfach einmal abblenden. Jetzt ziehen wir diese Kante über unsere Mauer, mit STRG C kopieren wir es wieder und mit STRG V können wir jetzt mal Stück für Stück die Wand verlängern. Wenn wir die Wand auf eine gute Länge haben, kopieren wir uns die komplette Wand, entfernen sie und fügen sie wieder neu ein. Auf diese Weise können wir jetzt die Wand an die richtige Position setzen. Am besten ein bisschen das untere Viereck überlappen, nicht genau auf die Kante setzen. Jetzt können wir uns die Größe einstellen. Wir gehen ein frei, ein Doppelfenster, ein frei, eine Tür und dann 2 frei. Das heißt, die Mauer würde jetzt perfekt reinpassen, so wie ich die Wand haben möchte. Für die zweite Wand füge ich einfach wieder die erste Wand ein, setze sie wieder ungefähr an die richtige Stelle, bisschen überlappend und kann wieder ausrechnen. Ich hätte gerne ein frei, ein Fenster, ein frei, ein Fenster, ein frei. Das heißt, hier sind 2 Felder zu viel. Einfach das letzte Stück kopieren, entfernen, das letzte Stück wieder ransetzen, die Sperre ausschalten und damit können wir wieder diese kleine Kante wegblenden. Gut, damit haben wir jetzt eigentlich schon 2 Mauern fertig. Als nächstes fangen wir damit an, die Fenster zu zeichnen. Dafür suchen wir uns erstmal wieder Material raus. Ich denke, ich habe ein Steinhaus, also möchte ich auch gerne einen Fensterrahmen aus Stein bauen. Suchen wir hier eine schöne Steintextur, machen eine neue Ebene, die nenne ich jetzt Fenster und Türen. Genau. Und jetzt haben wir einfach bloß eine kleine Textur, die wir zu einem Fenster ausbauen. Ich mag die Standardfenster nicht und deswegen baue ich mir die lieber selber. Ich hätte sie gerne ein bisschen größer und vielleicht auch ein bisschen mehr dem Haus angepasst. Alles, was wir machen müssen, ist erstmal wieder kopieren und passen uns erstmal die richtige Länge an. Ungefähr die Sperre ausschalten, um hier ein bisschen zu blenden mit dem Radierer. Jetzt können wir uns die komplette Leiste kopieren und nochmal einfügen.
Also wir beginnen erstmal ganz einfach mit dem Fensterrahmen. Da haben wir praktisch einen oben und einen unten. Und jetzt erstellen wir uns ein rechts und ein links. Einfach ein Stück rauskopieren, einfügen und das drehen wir jetzt. Gehen hier in unser Tool, drehen, einmal raufklicken. Da haben wir oben rechts ein kleines Fenster und da stellen wir jetzt 90 Grad Winkel ein. Drehen und dann haben wir das. Das ist jetzt ein bisschen transparent, das ist aber kein Problem. Indem wir das nachher öfters einfügen, bekommen wir mehr Stärke rein. Einfach mit dem Auswahlfenster jetzt darüber gehen und damit schneiden wir exakt diesen Bereich aus, den wir haben wollen. Hinsetzen, kopieren und auf die andere Seite auch nochmal ziehen. So, jetzt kopiere ich mir das und öfters mal einfügen und so werden die rechts und links, die beiden Pfeiler, ein bisschen stärker. Jetzt kopiere ich mir nochmal das ganze Stück aus der Mitte, weil das soll ein Doppelfenster werden. Das füge ich mir hier genau auf dieselbe Weise ins Zentrum ein. Man hätte es auch komplett offen lassen können, als dass es ein großes Fenster ist, ohne Zwischenbalken jetzt sozusagen. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Man kann hier bauen, was man möchte. Man hat wirklich keine Grenzen. So, jetzt haben wir ungefähr unseren Rahmen. Und ich denke, ich möchte gerne noch einen kleinen Holzrahmen in dieses Steinfenster setzen. Nehme ich einfach eine Holztextur hier raus. Umrahmen, kopieren. Und ganz einfach wieder hier einfügen. Das ist ein bisschen breit, deswegen mache ich es ein bisschen schmaler. Kopieren, entfernen. Einfach ein Stück zusammenschieben. Also es ist eigentlich nur sehr, sehr viel kopieren und wieder neu einfügen. Ich möchte es hier ein bisschen überlappen. Ein Pixel gehe ich ein bisschen tiefer. Damit es so wirkt, als wenn dieser Holzpfeiler in den Rahmen ist. Jetzt drehen wir die ganze Chose wieder. Und wie gesagt, dass es jetzt so leicht transparent ist, kein Problem. Richtige Stelle setzen, einfach kopieren und öfters einfügen und dann wird es immer stärker. Man sieht, ist der jetzt ein bisschen dicker geworden. Also Schönheitsarbeiten hier. Kopieren, entfernen, einfügen, wie immer und zusammenschieben. Gut, jetzt haben wir einen schönen Rahmen, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Was ich jetzt noch haben möchte, ist eine Holzverstrebung. Dafür nehme ich mir bloß einen Pixel breiten Streifen hier und mache mal eine neue Ebene. Kann auch Fenster und Türen heißen, das möchte ich nachher zusammenlegen. Füge mir den ein und drehe mir den jetzt nicht auf 90 Grad, sondern auf 45 Grad. So, den würde ich gerne erstmal ein bisschen dicker haben. Den ziehe ich ihn runter, kopieren und einfügen, wiederholen. Jetzt nehmen wir uns den Stab und setzen den praktisch jetzt hinter unserem Fenster. Jetzt soll so eine kleine Verstrebung sein, ungefähr die gleichen Abstände nehmen. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren, wie groß die Abstände sein sollen, bis das ganze Fenster ausgefüllt ist. Die überstehenden Reste einfach entfernen. Und dann kopieren wir uns alles, einfügen. Und jetzt gehen wir wieder ins Tool und spiegeln uns das. Einfach einmal raufklicken, dann wird es gespiegelt. Nochmal reinklicken, dann ist es fest. Jetzt wählen wir alles aus, was wir hier gemacht haben, kopieren uns das und ziehen uns das einfach in das leere Fenster rüber. Einfügen. Und das gleiche machen wir jetzt noch mit dem Holzkreuz in der Mitte.
Ja, es gefällt mir soweit ganz gut. Das würde ich so benutzen. Was ich jetzt mache, jetzt fügen wir die Ebenen zusammen. Dafür schalten wir jetzt alle Ebenen aus, außer die beiden, die wir zusammenfügen wollen. Einfach Rechtsklick rauf und unten sichtbare Ebenen vereinen. Einfach auf Verein klicken. Jetzt haben wir praktisch die Verlattung hinter dem Fenster mit dem richtigen Fenster verbunden. Das ist jetzt eine Ebene. Und ich würde sagen, ich würde das Fenster gerne noch ein bisschen bearbeiten. Sieht hier ein bisschen unsauber aus, die Kanten. Machen wir jetzt ein bisschen härter. Je mehr Zeit man reinsteckt, je besser wird natürlich auch immer das Ergebnis. Noch drin noch ein bisschen auspixeln, ein bisschen Schatten in den Rahmen reinkommt. Und ich finde, der Rahmen rechts und links, das ist noch ein bisschen, der ist zu dick. Das gefällt mir nicht so ganz. Deswegen werde ich einfach mal 2 Pixel hier rauslöschen. Na, das gefällt mir ein bisschen besser. So können wir es eigentlich schon lassen, aber ich werde den Rahmen in der Mitte auch noch ein bisschen verkürzen. Einfach alles auswählen, kopieren, entfernen, einfügen und jetzt schieben wir es wieder zusammen. Das gleiche auf der rechten Seite, damit es auch symmetrisch aussieht. Gut, jetzt ist der Rahmen natürlich ein bisschen lang, aber hier machen wir das gleiche, einfach ein bisschen zusammenschieben. So, da haben wir unser Fenster eigentlich schon fertig. Gefällt mir ganz gut. Ich würde vielleicht privat noch ein bisschen mehr dran bauen, noch ein bisschen detaillierter machen, aber das reicht für unsere Zwecke hier. Jetzt kopieren wir uns den und setzen uns den an die Hauswand, da wo wir ihn haben wollen. Ja, ungefähr die richtige Höhe. Aber wie gesagt, das kann man später alles immer nochmal verschieben. Das ist eine einzelne Ebene. Die ist jetzt nicht fest mit der Mauer verbunden. Jetzt bauen wir uns nochmal ein Einzelfenster. Dafür kopieren wir uns einfach die Hälfte. Und wir kopieren uns noch die andere Seite, den Abschluss. So, einfach wieder kopieren. Und hier setzen wir jetzt an die untere Wand. Ungefähr die Höhe. Allerdings, ich glaube, ich habe hier die Fenster ein bisschen hochgesetzt. Die müssten tiefer sein. Wie gesagt, das ist kein Thema. Das ist schnell verschoben. Zum Anfang ist es auch immer ein bisschen viel Arbeit, aber wenn ihr einmal die Fenster fertig habt, könnt ihr die rein theoretisch für jedes Haus im ganzen Spiel nehmen. Das ist einmal ein bisschen Arbeit, ansonsten ist es bloß noch Copy-Paste. Gut, die Fenster kommen weg. Schieben wir mal zur Seite. Und jetzt entfernen wir noch die Hauswand dahinter, damit wir auch durchgucken können und nicht gegen die Hauswand schauen. Ja, sieht doch ganz gut aus von der Aufteilung. Gut, jetzt können wir zwar reingucken in unser Haus, allerdings noch nicht reingehen. Dafür brauchen wir selbstverständlich eine Tür, einen Eingang. Dafür habe ich schon mal 2 neue Texturen in unseren Ressourcenordner reingeschoben. Das eine sind die ganz normalen RPG Maker MZ-Türen, die sehr, sehr schön sind. Und dann einmal einen Holzrahmen, der um die Tür dann gestaltet werden soll. Das laden wir uns erstmal beides rein. Bekommen dann 2 neue Reiter in unserem Grafikprogramm. Jetzt beginnen wir erstmal den Türrahmen hier rauszukopieren und unser Projekt einzufügen. Der Holzton von diesem Rahmen passt jetzt momentan gar nicht zum Fenster und das möchte ich als erstes anpassen. Gehen hier auf Farbton und Sättigung und ich hätte gerne den Rahmen ein bisschen Richtung Rot
Aber so vielleicht. Bisschen dunkler. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Sättigung raus. Ich denke, das passt schon ganz gut. Man sollte nicht zu viele verschiedene Farbtöne vom selben Material in ein Haus verbauen. Ich halte es für sehr unrealistisch. Und deswegen kann man es auch ganz einfach so anpassen. Jetzt bearbeiten wir unser Türrahmen so, dass wir später unsere Tür exakt da reinpacken können. Die Tür hat die Maße von 48 x 48 Pixel und ist damit genauso groß wie das Raster, was wir vorher eingestellt haben. Das heißt, genauso groß wie diese kleinen Quadrate, die wir hier sehen. Das heißt, wir müssen unser Türrahmen nur um einen dieser Quadrate herum machen und die schwarze Fläche praktisch damit ausfüllen. Wir ziehen unser Türrahmen praktisch wieder ganz genauso wie mit dem Fenster vorher, kopieren uns das, ziehen uns das hin und blenden uns das. Überschüssige Teile werden wir einfach abschneiden. Ich würde den Türrahmen nicht direkt mit der Hauswand enden lassen, sondern ein bisschen weiter davor. Da kommt ein bisschen mehr 3D in die Karte rein. Ja, so sieht das so ganz gut aus. Sieht jetzt ein bisschen gewaltig aus, aber wir werden das noch ein bisschen kleiner machen, ja. Der Deckenbalken ist zu groß, deswegen schneiden wir uns wieder zurecht. Ja, das ist doch schon viel besser. Vielleicht noch ein Pixel höher. Jetzt haben wir noch eine kleine Blendung oben drüber. Gut, jetzt schauen wir uns die Tür mal an. Nehmen wir diese weiße Tür. Die sticht so raus, ich weiß gar nicht, ob sie da reinpasst, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Ja, exakt so wird später unser Event aussehen. Ja, ist vielleicht gewöhnungsbedürftig. Ist mal was anderes. Wir nehmen das mal rein. Bei älteren und rustikalen Häusern sieht man oftmals, dass die Fensterlehnen so ähnlich aussehen wie die Türen. Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Jetzt, wo wir uns für eine Tür entschieden haben, wollen wir daraus die passenden Fensterlehnen bauen. Jetzt nehme ich mir einfach mal die Tür her und entferne mal den Griff davon. Den Griff hätten wir auch behalten können, aber sieht es ein bisschen anders aus. Jetzt kopieren wir uns die, machen uns wieder eine neue Ebene. Ja, vor dem Fenster nenne ich das jetzt mal. Auch Fensterläden nennen können. Auf diese Ebene kann man auch ganz viel machen, wie zum Beispiel Blumenkästen oder Fensterbänke, wenn man sowas machen möchte. Nehmen wir uns die Tür her und jetzt skalieren wir uns die. Wenn wir uns die ganz normal skalieren, dann skaliert er die immer in beide Richtungen. Deswegen müssen wir oben in den kleinen Fenster erstmal den Haken rausmachen, damit wir das frei skalieren können in alle Richtungen. Und so passen wir unser Fenster jetzt oder unsere Tür jetzt perfekt dem Fenster an. Genau, so wollen wir das haben. Das Ergebnis ist jetzt ein bisschen verschwommen und man könnte das jetzt auch noch sauber nachpixeln. Das ist aber für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Arbeit. Auf einer großen Karte wird es nachher kaum auffallen, dass es so leicht verschwommen ist. Jetzt würde ich gerne noch einen Fensterladen so bearbeiten, dass er so aussieht, als wäre er auf. Dazu kopiere ich mir den einmal, legen wir hier hin und dann gehen wir in dem Tool auf Perspektive. Und jetzt können wir praktisch die Seitenverhältnisse verändern. Und indem wir das ein bisschen hin und her schieben, und zwar zur rechten Seite ein bisschen verlängern und zusammenstauchen, so erzeugen wir halt den Effekt, als wenn das Fenster so schräg zur Seite aufgeht. Das kann man auch ein bisschen stärker machen, das ist alles Geschmackssache. Da am besten ein bisschen rumprobieren. Kann ihr wirklich ganz, ganz tolle Perspektiven mit hinbekommen. Ohne das von Grund auf neu pixeln zu müssen. Ja, ich denke, so ist das ganz gut. So übernehmen wir das mal. Jetzt sieht das aber alles ein bisschen flach aus, als wäre das einfach bloß ein Blatt Papier. Um das abzuändern, können wir einfach die Seitenkanten ein bisschen verstärken. Nehmen wir jetzt hier bloß ein Pixel dazu. Wäre vielleicht noch besser gewesen, hier vielleicht sogar 2 oder 3 Pixel nochmal ranzumachen. Umso stärker wird einfach die Tür. Es wird einfach so aussehen, als wenn die Bretter noch dicker sind. Und natürlich ist die Kante dann noch viel schöner gezeichnet. Oben auch noch einmal drauf. Aber ich denke, das ist schon ganz okay so. Passen wir uns das mal an dem Haus ran.
Einmal ranklatschen. Na, ich denke, die Wirkung ist schon ganz okay. Wir jetzt mal alle so ein bisschen verteilen über unsere Fenster. Nehmen wir das mal für die andere Seite. Damit es nicht gleich aussieht, spiegele ich das einmal. So. Dann nehmen wir jetzt noch für die anderen beiden Fenster die geschlossene Variante. Man kann das auch mit Events machen, dass man praktisch das im Spiel auf und zu machen kann. Da würde man es nicht zeichnen, dann macht man das alles über Events. Aber das Prinzip ist genau das gleiche. Oh, das ist doch ganz schön. Nehmen wir das mal weg hier. Dann gucken wir uns mal die an, die Fenster, die ich in Nun gebaut habe. Das ist hier oben rechts. Das wären halt reine Holzfenster. Ganz rustikal gemacht, nichts Besonderes. Aber genau dasselbe Prinzip. Unsere Fenster haben wir jetzt ganz gut fertiggestellt, wie ich finde. Allerdings passt unser Türrahmen nicht zum Haus. Wir haben ein Steinhaus mit Steinfenstern und haben dann so einen Holzrahmen um unsere Tür. Das passt irgendwie nicht dahin. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, aus den Holzrahmen lieber einen Steinrahmen zu machen. Und das ist ja ganz oft beim Mappen so, dass man erstmal eine Idee hat, die man umsetzt und schaut sich das dann genau an, passt das denn wirklich zusammen oder möchte ich das lieber abändern. Jetzt hier mit der Steinfürst, das würde schon fast reichen, aber ich denke, wir machen einen kompletten Steinrahmen. Das Prinzip ist genauso wie beim Fensterrahmen. Einfach wieder die Steintextur nehmen, drehen, anpassen und richtig blenden. Ja, wenn ich das so sehe, das gefällt mir schon ein bisschen besser. So, unsere Hauswand sieht ja jetzt leider noch ein bisschen öde und uninteressant aus. Und das werden wir jetzt verändern. Ich habe mich entschieden, diese schöne Backsteintextur über unsere Hauswand zu legen. Dafür kopieren wir sie uns und fügen sie erstmal ein. Jetzt erstellen wir uns eine neue Ebene. Die können wir auch ganz einfach Hauswand nennen. Und diese Ebene liegt zwischen der normalen Hauswand und zwischen den Fenstern. Da fügen wir jetzt unsere Textur ein und schieben sie genau über unsere Hauswand. Wir wollen natürlich nicht die ganze Textur haben, sondern wir brechen uns jetzt nur einzelne Steine raus, um das Haus ein bisschen interessanter zu machen. Dafür gehen wir her und hier bitte genau darauf achten, dass die Steine richtig ausgeschnitten sind und nicht bloß irgendwelche halbe Texturen weggeschnitten sind. Und so bearbeiten wir jetzt unsere komplette Textur. Es bietet sich hier immer an, die Ränder der Mauer ein bisschen mehr Textur zu geben. In manchen Fällen kann es aber auch sein, dass das Zentrum der Mauer betont werden soll. Wichtig ist immer, dass man irgendwas betonen möchte. Ich möchte in diesem Fall lieber die Ränder betonen. Jetzt schneiden wir uns noch die Kante zurecht. Danach werden wir nochmal die Texturen bearbeiten, die ich hier falsch abgeschnitten habe. Ja, das sieht auch schon ganz gut aus. Aber das können wir noch ein bisschen besser machen. Da wir ja so schräg von oben rauf gucken, können wir rein theoretisch eine kleine Kante sehen. Und die werden wir jetzt uns noch einfügen. Ansonsten sieht das halt so rangeklatscht aus wie aus einem Guss. Das ist halt nicht ganz so vorteilhaft. Wir setzen einfach auf allen Ziegeln, auf die wir oben rauf gucken können, noch eine kleine Kante ran. Das Prinzip kennen wir ja schon. Einfach einfügen und dann mit dem Auswahlfenster abschneiden. Ja, das ist doch schon besser. Jetzt noch ganz oben, die letzte Kante. Dann kann man das auch schon fast anbieten. Das Prinzip bleibt hier bei allen Wänden gleich. Man kann verschiedene Materialien benutzen und zum Vergleich können wir uns ja mal die Nun-Karte angucken, also die große Waldkarte. Da habe ich Holzhäuser
einen neutralen Hintergrund gemacht und einfach eine Holzverlattung über diese Wände gelegt. Einen kleinen 3D-Effekt drüber. Aber das ist Geschmackssache und kommt immer drauf an, wo soll dieses Haus stehen. Gut, wenn wir jetzt eine Wand fertig haben, können wir jetzt einfach mal das Stück kopieren und setzen es auf die andere Wand. Man sollte es halt nicht zu oft kopieren, aber so 1-2 Mal, das fällt überhaupt nicht ins Auge. Den Hintergrund schneiden wir uns raus. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht, wenn das komplette Haus fertig ist. Ich habe jetzt ein paar verschiedene Ziegel rausgeschnitten und hier und da eingefügt. Ungefähr das ist dann die Wirkung. Als ich mir die Fenster nochmal genau angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass dieses Braun nirgendwo in diesem Haus wieder vorkommt. Und deswegen möchte ich dieses Braun gerne abändern. Wenn das nirgendwo anders vorkommt, sieht es halt wieder unnatürlich aus. Und ich würde es gerne den Fensterläden ein bisschen anpassen. Das heißt, die Sättigung sehr weit runternehme, dass so ein ganz klein bisschen braunblond noch ist, aber im Endeffekt viel mehr Richtung Grau geht. Dunkles Grau sogar. Und ich finde, das sieht im Komplettpaket viel, viel besser aus. Das gleiche machen wir mit den anderen Fenstern auch noch. Und ich sehe schon, da unten ist ein kleiner Grafikfehler. Den werden wir gleich nochmal beheben, bevor wir das hier umkolorieren. Das ganze Stück ein bisschen weiter nach drüben rücken. Und wenn man schon eine Farbpalette umgestaltet hat, dann speichert sich das Programm das ab. Das heißt, wir gehen bloß wieder auf Farbton und Sättigung und haben hier oben zuletzt angewendet. Damit haben wir genau den gleichen Ton nochmal wie beim anderen Fenster auch. Gut, das sieht viel, 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 viel besser aus. Ich mag keine bunten Häuser. Sollen ein paar Farbtupfer dran sein, aber nicht zu bunt. Ich denke, weil unser Haus ja mitten im Wald steht, wäre es gut, wenn die Grundpfeiler aus massiven Baumstämmen bestehen. Dafür habe ich mir eine Textur rausgesucht von einer Seite. Die Seite habe ich verlinkt im ersten Tutorial-Video. Da findet ihr die Seite. Das sind vollkommen freie Texturen. Und diese Textur habe ich mir jetzt runter reduziert, dass es halt so aussieht wie ein Baumstamm. Ich habe es unten ein bisschen leicht abgeschnitten, dass es so aussieht, als wäre es im Boden verankert. Jetzt schattiere ich mir die Seite noch ein bisschen. Wenn wir den Baumstamm vielleicht anpassen und auf allen Ecken unserer Mauer hinstellen, bekommen wir viel mehr Tiefe in diese Mauer rein. Wir haben einen viel, viel stärkeren 3D-Effekt. Das ist allerdings Geschmackssache. Wäre das Haus in der Stadt, wäre es halt unpassend, aber mitten im Wald empfinde ich das als gut. Das ist mein Geschmack. Ja, das soll es auch für diese Folge gewesen sein. Die nächste Folge machen wir Deckel auf den ganzen Kasten drauf. Das heißt, wir machen ein Dach. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lasst. Haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.